Wir sind Jessie und Roberto und in unserem Van Jimmy reisen wir entlang der Panamericana. In den USA holt uns langsam der Winter ein, aber wir haben beschlossen, der Kälte zu trotzen und noch eine Ehrenrunde einzulegen. Und die hat es so richtig in sich. Und ich finde es fast ein bisschen fahrlässig, dass da nicht mehr davor gewarnt wird. Hallo zu diesem neuen Video und willkommen in Utah. Ja, wir hatten auch ein anderes Bild von diesem Staat, aber es gibt einiges zu sehen und wir starten direkt im Bryce Canyon. Wow, was ist denn das hier bitte für eine Landschaft? Also, ich komme nicht klar. Immer wieder. Es ist unglaublich schön hier. I don't know what it means, but there's a smile upon your face. And I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future you need space. And you said wir sind jetzt am obersten Punkt angekommen, den wir heute erreichen und ich bin ein bisschen außer Puste. Und ich schiebe es jetzt einfach darauf, dass wir auf fast 2500 Metern über Meer sind und nicht auf meine mangelnde Fitness. Du ist lachst? Es so? Ja. Ja, sicher ist es so. Wir haben nicht viel gemacht in den letzten Wochen. Das stimmt. Aber ich würde sagen, der Sauerstoffgehalt hier ist ein bisschen dünner und das darf legitim als Grund genannt werden. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. So the days became weeks. Ist ja richtig schön hier, aber auch sehr kalt. Also wir haben jetzt -6. Zum Glück scheint die Sonne, aber eigentlich wollten wir doch in den Süden, ins Warme. Stattdessen hast du vor Kälte eine rote Nase. Ja. Aber die Aussicht ist ja, das muss man einfach mal gesehen haben. Das Bild von Bryce Canyon ist stark geprägt durch diese Hoodoos, die nadelförmigen Felsen. Und tatsächlich gibt es hier die höchste Dichte von diesen Hoodoos weltweit. Und die entstehen nicht einmal durch, ja, sage ich mal, klassische Erosion wie Regen und Wind, sondern die großen Temperaturschwankungen hier spielen dabei eine große Rolle, denn tagsüber, wenn das Wasser flüssig ist, fließt es in die Ritzen rein und in der Nacht friert es dann und sprengt diese Ritzen auf und dadurch entstehen dann eben diese Abstände zwischen den einzelnen Nadeln. Und das wird noch verstärkt, je nachdem wie hart oder weich die jeweilige Sedimentsschicht gerade ist. Und das erkennt man auch an den Farben. Die dunkle Farbe ist weicher.
die uns schon länger folgen, werden wahrscheinlich ähnliche Steinformationen in irgendeinem Video von uns bereits schon gesehen haben. Schreibt es doch unten in die Kommentare, wo ihr glaubt, wo das war. Wir lösen es gleich auf, sobald wir im Van oben sind. Findet ihr nicht auch, dass die Spitzen von diesen Bergen so aussehen, wie wenn man am Strand den nassen Sand so tröpfeln lässt und so eine Art so Türme baut mit nassem Sand? Ich finde, das sieht genauso aus. Und damit haben wir unsere Runde beendet. Mir frieren ganz schön die Finger und ja, der Schnee, ach, irgendwie ja, es ist kalt, aber es gibt so einen schönen Kontrast mit diesen Felsen und ja, es sind wieder Steine, aber ich finde trotzdem, diese Steine sind nochmal so anders. Ja, und eine Sache möchte ich noch loswerden. Wenn man in die Weite guckt, dann sieht man, dass dann die Berge immer tiefer werden und es so eine Art Stufen gibt. Und tatsächlich gibt es hier nämlich ein Gebiet, das Grand Staircase, also große Treppe genannt wird. Und da gibt es verschiedene Schichten, je nach Sedimenten, es ist abgestuft. Der oberste Punkt ist hier eben der Bryce Canyon, dann geht es über den Zion Canyon und endet beim Grand Canyon. Ganz viele Canyons, aber ja, ich finde es interessant, dass sich das eigentlich über so ein großes Gebiet erstreckt. So, jetzt aber frieren wir wirklich. Wir gehen zurück zum Van und in die Wärme. Bevor wir es noch vergessen, die Steinformationen hier hinter mir erinnern uns ganz stark an Kappadokien. Da waren wir letztes Jahr. War das etwa zur gleichen Zeit? Ja, also es war im Winter. Ja, ja. Auch kalt. Ja, aber nicht ganz so kalt. Aber auf jeden Fall waren das auch Hudus. Ja, also Gratulation an alle, die richtig geraten haben. Für uns geht es jetzt weiter. Und bevor wir mit dem Video weitermachen, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor CyberGhost bedanken. Da wir im Alltag, aber auch beim Arbeiten meist auf öffentliches Internet angewiesen sind, möchten wir uns vergewissern, dass wir auch eine sichere Verbindung haben. Und da kommt CyberGhost ins Spiel. Mit dem VPN von CyberGhost wird nämlich unsere IP-Adresse verborgen und all unsere Daten werden durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Somit weiß wirklich niemand, was wir online machen, nicht mal CyberGhost selbst. Doch davon abgesehen ermöglicht einem CyberGhost VPN auch Geoblocking zu umgehen. Ob nun Websites, YouTube, Serien oder Filme von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+, wir stellen einfach den passenden Standort ein und können unsere Inhalte so konsumieren, wie wir es uns gewohnt sind und es möchten. Und das, egal wo wir uns auf der Welt gerade befinden. Da ist es auch kein Wunder, dass CyberGhost VPN weltweit bereits über 38 Millionen Nutzer hat und auf Trustpilot das meistempfohlene VPN ist. Außerdem wird es von Websites wie computerbild.de, chip.de oder pcwelt.de empfohlen. Den VPN-Dienst könnt ihr auf allen gängigen Plattformen nutzen und ein Account reicht für bis zu 7 Geräte, ob es nun die eigenen oder die von Freunden und Familie sind. Und falls man doch mal Unterstützung braucht, so gibt es auch einen deutschen Support, der 24/7 erreichbar ist. Und wenn ihr das Ganze selbst ausprobieren möchtet, klickt auf den Link unten in der Videobeschreibung. Damit bekommt ihr 83% Rabatt sowie 4 Monate gratis. Damit zahlt ihr gerade mal 2,03 € pro Monat und mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Guten Morgen. Es war eine ziemlich frische Nacht. Frisch? Es war sehr kalt. Ja, wir sind bei etwas über 5 Grad aufgewacht, also Innentemperatur. Drum die Heizung läuft auch schon. Und das Beste ist, das ist alles gefroren. Von drinnen? Von drinnen. Ziemlich kalt. Ziemlich kalt. Also wunderschöne Eiskristalle, aber es ist kalt.
Naja. Kuchen uns noch ein bisschen ein Ja, und dann mal schauen, wenn wir losstarten. ja. Irgendwann wäre mal gut, oder? Guten Morgen auch noch von meiner Seite. Ja, es ist ganz schön frisch hier. Also die letzten Tage war es richtig kalt. Ihr hört, die Heizungen laufen. Und ihr seht ja, wir sind nicht alleine. Sonja und Jannik sind auch mit dabei. Ja, mit ihnen waren wir über einen Monat in Alaska und in Nordkanada unterwegs. Das war eine richtig coole Zeit und ja, wir freuen uns richtig, dass wir sie jetzt wieder getroffen haben. Und ihr wisst, wenn wir mit ihnen zwei unterwegs sind, dann ist das Abenteuer nicht wirklich weit weg. Also würde ich sagen, wir räumen hier auf und fahren gleich los. Das Abenteuer müssen wir uns richtig verdienen. Die Straße ist ja... Obwohl die Straße selbst auch ein Abenteuer ist. Ja. Naja, ich hab's ja gesagt, mit Sonja und Jannik ist das Abenteuer nicht weit. Und die Schotterpisten auch nicht. Nein. Wir sind angekommen. War eine ganz schöne Piste. Ja. Aber das lässt hoffen, dass es hier umso schöner wird. Wir ziehen uns die festen Schuhe an und dann stürzen wir uns rein, denn hier gibt es eine richtig coole Wanderung. Ich glaube, da gibt es wirklich einiges zu bestaunen. Haben wir irgendjemandem Bescheid gegeben, dass wir hierher kommen? Aber ich nehme das Ding mit. zu viert helfen. Na gut. Und bevor es wirklich losgehen kann, gibt es zwei Dinge, die wir machen müssen. Erstens müssen wir sehen, ob wir physisch in der Lage sind. Hier gibt es nämlich einen Durchgang. Oh. Und wenn wir da nicht durchkommen, dann dürfen wir nicht rein. Das wird richtig eng, mal sehen. Ich bin zu dick. Mir geht es nicht. Ja, ohne Rucksack. Sonja kommt auch gut. Ja, locker. Er ist zu groß. Er darf nicht von der Höhe. Oh. Gut, und jetzt müssen wir uns auch eintragen. 17. glaube ich, ja. Ja. Without rhyme or reason, I'm not an optimist. I just never dress for the season. There's no reason. It's time to pay off all my attempts to make a better. Ich habe keine Ahnung, ob wir vorhin erklärt haben, wo wir genau sind. Wir befinden uns hier bei den, wie heißt es? Dry Fork Narrows. Dry Fork Narrows. Das ist eigentlich nur der Anfang von dem, was wir eigentlich besuchen wollen. Aber es sieht schon ziemlich cool aus, nicht wahr? Ja. Und jetzt wird auch klar, wieso wir diesen Test am Anfang bestehen mussten. Ich war Jannik. Ja.
so unfassbar cool. Und das ist ja erst der Weg dahin. Ich komme nicht klar. Also das ist ja noch gar nichts eigentlich. Hä? Die engen Stellen kommen jetzt noch. Ja. Ist zwar ganz schön frisch hier, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Einfach so, ja, durch diese Steine, durch diese Schlucht durchzulaufen. Sind zwar nur Steine, aber man fühlt sich aber so klein hier. Na, wie gefällt's euch? Gut, gut. Sehr gut. Wir beraten gerade, wie wir da hochkommen. Wir beraten die Wand. Wir müssen da hoch? Das ist die Wand. Das ist die Wand. Naja, Janik ist genug stark, um uns da raufzuwerfen, alle oder? hoch, oder? Alle drauf Achso, ich einmal. dachte, der geht vor und zieht uns alle hoch. Ja, auf keinen Fall von unten. Ich will von oben machen. Ist rutschig, hä? Ja, aber das ist halt kein... Das ist aber ein guter Punkt. Ist da kein Seil da oben? Nein. Kannst du aber da irgendwo ein Seil festmachen? Kannst du mit dem Arsch, ja, da oben, da ist schon, warte. Guck mal, da bei dem Fuß, da ist so ein größerer. Rechts, höher, höher. Nee, höher, ein bisschen höher. Ach, ja, oder so. Naja, er ist oben. Aber jetzt komme ich auch alleine. Hier kannst du den da mit der linken direkt greifen. Und du gibst mir deinen rechten. Gib mir den rechten. Ich will die ganze Zeit sagen, warte. Ja. Warte. So, gib mir den Arm. Aber nee. Ich bin zu kurz, ja, ich doch, nicht doch. höher. So, den rechten Fuß hier, da, ja, und die linken Hand da. Genau, sehr gut. Ah, diese rutschige 1, 2, 3, hopp! Ich komme. Ah ja, Dankeschön. Einmal schieben. Nur den Fuß, was war das, der Fuß? Fuß unterstellt. Ja, Räuberleiter. So, jetzt rüber. Brust rüber, ja, sehr gut. Ich hab's geschafft. Sehr elegant. Ein bisschen staubig hier. Ja, ein kleines Workout hier für mich. Ja, du arbeitest am meisten. Wasser? Nee. Wasser. Nee. Ach, oh nein. Mit schon durch die Pfütze oder ohne? Oder was machen wir? Ist ja nicht so, als wäre das Wasser gerade mega warm. Das ist egal. Wir wissen natürlich auch nicht, wie tief es ist. Aber Ich glaube, das wird schon. ist das schon das Ding, das, wie heißt das? Das ist der Peekaboo. Das ist noch nicht mal der. Nicht? Nein. Also hier sind wir im Peekaboo Slot Canyon. Ist wohl schön. Und der ist wohl, ja, offensichtlich auch sehr spannend, aber der Canyon ist der Spooky Slot Canyon. Und das ist der ganz eng ist. Also vielleicht ist jetzt hier eher das Gekraxel und dann drüben ist eher enger, ich weiß nicht. Ich habe mir überlegt, was Nee, also ich sink da ein. Hier ist hier höher. Oh Gott, wie tief. Und dann, wie kommt man dann da hoch? Da ist eine Stufe. Ja, mach nicht so große Schritte. Geh einfach durch. Ich bin klein, ich senke mehr ein. Ich will nur sagen damit, also dann hast du nämlich so eine Gewichtsverlagerung. Ja. Und ich will natürlich nicht nass werden, also ziehe ich mich komplett aus, also die Hosen, Vorher war Skinny Dipping. weil die sind ja nicht ganz dicht. Ist ja nicht so, dass es draußen minus, keine Ahnung, wie kalt ist es draußen? Plus 2 Grad. Ah, plus 2 Grad, ja. Deshalb ist das Wasser auch nicht gefroren. Ist nicht so kalt, ne? Nee, geht. Ist angenehm. Alter, ist das kalt! Boah. So. Oh, Okay. ich dachte, ich stehe so drauf. Ich schieb halt auf drauf. Was für ein Was? Abenteuer ist das.
Abenteuer. Ich hab's ja gesagt. Wenn wir mit Sonja und Jannik unterwegs sind, ist das Abenteuer nicht wirklich weit weg. Und die Schotterpisten. Wie so ein Klettergarten. Ja. Also wenn das nicht der Enge ist, wie eng ist denn der Enge? Man redet ja immer davon, dass das Reisen, ja, dass man dabei seine Grenzen erkennt, aber auch vielleicht erweitert. Und wenn ich das sagen darf, Roberto hatte vor der Wanderung gesagt, wenn da Wasser ist, dann gehe ich nicht weiter. Und er hat's gemacht. Naja, sonst hätte ich alles zurücklaufen müssen. Wäre auch kacke. Aber ich muss sagen, ich bin stolz auf ihn. Oh. Oh. Entschuldigung, Beto. Sorry, auf Kamera, Alter, richtig gut. Alter, leider hochkant. Ist alles gut? Ja. Tat weh? Ja, ist alles okay. Tat weh? Nein, gar nicht. Okay, gut. Sind die Schuhe nass? Ja. Also auch drin? Jetzt kannst du durch. Es ist super rutschig. Ja. Komm, Ihr verarscht mich. komm. Nein! Komm, gib mir die Hand. Film du mal schön. Ich Gib habe mir die 3 Hand. Kameras auf mich gerichtet. Janik, halt mich. Warte, der Rucksack ist zu breit. Warte! Du bist zu schnell. Achtung, Janik. Ja, so. Und jetzt gib mir rechte. Nicht so. Danke. Wir haben es geschafft. Yeah. Zumindest der erste Teil. So eine geile Wanderung, oder? Ja. Ja, endlich Sonne. Zu machen. Ja. Schon. Ja, die Hälfte haben wir noch nicht. Weil jetzt müssen wir ja diesen Also Verbindungsweg laufen. Ja. Dann kommt Spooky und dann laufen wir ein bisschen einen längeren Rückweg auch. Das war geil. Was gemacht. Ja, aber das ist doch Ebene. Das ist doch null sozusagen. Noch höher. So, und jetzt kommt der Slot Canyon der Slot Canyons. Spooky Slot Canyon. Aber ich muss kurz anhalten, weil hier geht es nicht weiter. Und ich möchte nur kurz sagen, wir machen hier eins auf lustig und wir lachen und wir finden es mega lustig und toll. Aber ich muss sagen, einige Stellen sind schon nicht so einfach. Nee, zu 4 Zeit ist schon besser. Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich nicht für jeden. Muss man einfach mal so sagen. Aber uns macht Spaß. Und drum stürzen wir uns jetzt da rein. Los! Spooky! Spooky! Das gehört dazu. Das stimmt. Wir können uns auch heimsuchen. Boah, also diese Steine hier, ich meine, es ist wieder dieses Rötliche, das macht, glaube ich, auch nochmal viel vom Bild aus, aber ich glaube, die wollten noch was. Hallo Ria. Ria. Auf jeden Fall, ja, es ist so faszinierend hier in diesem Canyon, das ist, ja, mir fehlen die Worte, das ist Wahnsinn. Was ist das hier? Mama, es ist alles okay, keine Sorge. Alles in Ordnung. Wir sind hier mit Profis unterwegs. Also hier geht's garantiert nicht runter. Nee.
Zu gefährlich. Meinst du? Ja. Ah, kann man absteigen. Okay, das jetzt sieht einfacher aus. Weil hier sieht kacke aus. Das geht? Ja. Alles gut. Alles gut. Ja, wir wissen einen halben Meter oder mehr. Janik meint alles gut. Ja, alles gut. Hallo! Oh Gott. Aber da habe ich da links. Passt schon, Janik. Hier, jetzt kannst du gut rausspringen. Ja, oh. Das ist sehr hoch. Ich bin nicht so schnell. Roberto. Bist du stecken geblieben? Ja. Wenn es einfach wäre, dann wird es nicht halb so viel Spaß machen. Eben. Ich glaube, die engste Stelle haben wir hinter uns, oder? Ich weiß nicht. Aber wird es jetzt wirklich noch enger? Ich dachte, enger geht's gar nicht mehr. Es war ja vorher schon ein bisschen knapp. Wow. Und weg sind sie. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen weniger essen. Pasta. Pasta, ich freue mich schon heute Abend. Ich glaube, ich weiß, warum es Spooky heißt. Because it's a bit spooky to go through here. Genau. Also. Und schön verkeilen. Stelle. Ja, also ich muss seitwärts gehen, das ist enger als dort. Soll ich den? Ja, danke. Ganz schön eng hier. Ich kann schon nicht mehr reden. Also man merkt, vorhin haben wir ja noch viel gelacht und war lustig und alles ganz toll, aber jetzt sind wir ganz schön konzentriert. Also es ist richtig eng hier. Gerade hier diese Stelle. Also wenn man sich so das ansieht, dann denkt man nicht, dass man da durch kann als Mensch. Das ist echt. Und ich finde es fast ein bisschen fahrlässig, dass da nicht mehr davor gewarnt wird, wie fordernd das doch ist. Oder wie viele Menschen da wahrscheinlich nicht durchkommen. Und im Sommer ist hier wohl richtig viel los. Da sind die Leute in einer Schlange. Hier gibt es richtig Stau. Was ist, wenn jemand einen Anfall kriegt, Angst hat, nicht mehr weiterkommt? Also Ja, ist schon ganz ich finde es schon, ja. Und ich meine, wir sind fit, wir kommen durch und alles, aber auch wir sind konzentriert und also, Naja. ja, weiter geht's. Hoffentlich hält der. Juhu, wir sind draußen. Wir haben es überlebt. Janik hat sich nicht festgeklemmt. Es war nicht immer so eindeutig. Ja, war nicht ganz einfach das Ganze hier. Aber doch sehr spannend. Hier bist du rechts. Musste dann Räuberleiter geben. Räuberleiter und dann. Ich hab Angst. Du Sack! Gästebuchmäßig. This is freaking sick. Ja, die haben wir auch. Oh, wir haben es geschafft. Ja, war eine richtig coole Runde, hat richtig Spaß gemacht. Ja. Hat es euch auch gefallen? War super. Mega. Beste Wanderung. Yeah! Und es bekräftigt uns in unserer Entscheidung definitiv. Denn ja, die letzten Tage war es so kalt, ich war mir nicht so sicher, aber jetzt wissen wir, doch die Runde durch Utah lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das muss jetzt sein. Ja. Und an dieser Stelle möchten wir uns auch noch beim Sponsor unseres heutigen Videos bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung könnt ihr mit CyberGhost VPN sicher surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen und das für nur 2,03 € im Monat mit Geld-Zurück-Garantie. Ja, und somit würde ich sagen, wir beenden das Video. Ja, Klickt auf den Abonnieren-Button, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Liked das Video und wir sehen uns nächste Woche wieder. bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Roberto redet mit den Krähen. Ich spreche wieder mal Kräisch. Das ist auch eine Sprache, die ich kann.